Hallo meine Süßen. Nicht wundern, dass es heute alles ein bisschen anders aussieht. Ich habe mein Setup kurz geändert, weil ich heute ein Transition-Video drehe. Genau. Und das stimmt zwar, aber es kam dann doch alles ganz, ganz anders als geplant. Deswegen kommt meine Stimme jetzt aus dem Off. Also, ich habe ein Transition-Video gedreht, vielleicht habt ihr es schon gesehen, für den neuen Lady Gaga-Song Abracadabra, interpoliert mit Jane Bells She Ate. Habe das zu Hause in meinem Tonstudio hier schön abgemischt und mir geschnitten und bin dann guter Dinge ins Studio gegangen, um dazu ein Transition-Video aufzunehmen. Nun bin ich kein Transition-Profi, also das muss man sehr gut vorher koordinieren. Und das ist eine Sache, die ich nicht gemacht habe. Ich habe eine grobe Idee gehabt und habe gedacht, ach, ich mache einfach mal, weil das oft für mich super gut funktioniert. Also ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern an den Nosferatu-Look zum Beispiel. Da habe ich mich ja auch einfach vor die Kamera gesetzt und habe angefangen damit zu spielen mit dem Make-up und da kamen dann super schöne Sachen bei raus. Und das funktioniert sehr, sehr oft für mich sehr gut. Aber bei Transition-Videos muss man tatsächlich einen Plan haben. Ne? Du musst wissen, an welcher Stelle du den Arm nach oben machst, an welcher Stelle nach unten. Es muss alles immer gleich sein, die Bewegungen müssen gleich sein, damit du es am Ende nahtlos zusammenschneiden kannst. Das ist schon mal eine Sache, die ich nicht gut vorausgeplant habe. Das größere Problem war aber tatsächlich das Make-up, denn ich habe mich hingesetzt und hatte einen großen Plan mit Special Effects und mit Artex heißt das Zeug. Ursprünglich wollte ich Tooplast benutzen, das ist so ein durchsichtiges Special Effects Zeug, das man für Wunden nehmen kann. Wir haben das damals für Resident Evil benutzt, da war ich im Make-up-Team, weil mein damaliger Chef die Maske gemacht hat. Und ich da quasi als kleine Schülerinnenmaus mit durfte. Die ganze Klasse durfte mit. Also ja, da haben wir für den ersten Resident Evil haben wir Tooplast benutzt. Für die erste Stage dieser Zombie-Infektion quasi um die Nase rum, diese ganzen Sachen, die man da sieht, das war Tooplast. Das habe ich aber nicht bekommen. Und dann haben die mir Artex empfohlen, das ist ein 2-Phasen-Silikon, glaube ich. Und das hat mir Angst gemacht. Ich hätte es aber wahrscheinlich ausprobiert, aber habe es dann am Ende gar nicht benutzt. Wie ihr hier sehen könnt, war die erste Idee so ein Herz, weil es war ja auch irgendwie Valentine's Day, so ein Herz zu machen und das dann aber wirklich wie ein Cutout zu haben, also ne, mit Blut und Special Effects, obendrauf die Maske, unten drunter Wunde. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wenn ihr das Video gesehen habt und ihr wundert euch, da ist gar kein Herz drin, dann habt ihr recht. Denn das hat es alles nicht ins Video geschafft. Ich habe 2 Tage lang an diesem Video gesessen und alles, was ich am ersten Tag gemacht habe, habe ich in die Tonne getreten, weil es mich nicht überzeugt hat. So. Und insofern ist dieses Video ein gutes Beispiel, dass man sich, auch wenn man scheitert, in Anführungsstrichen, auch wenn Sachen nicht so laufen, dass man sich davon nicht entmutigen lässt, sondern trotzdem weitermacht und am Ende kommt was super Schönes bei raus, wie auch in diesem Fall. Aber ja, hier seht ihr mich noch, wie ich mit der Alice-Palette viel rotes Blush in dieses weiße Herzgesicht mir presse. Und ja, das hat nichts davon als in den fertigen Look geschafft. Es ist alles ein bisschen chaotisch gewesen. Ja, also ich pinsele hier noch ein bisschen weiter rum, aber auch hier weiß ich, glaube ich schon, dass das nichts Gutes werden wird. Ich habe dann kurz danach angefangen, Augenbrauen mir zu malen. Das ist off-camera. Dann haben mir die Augenbrauen nicht gefallen, die waren zu dunkel. Dann habe ich die wieder runtergemacht, habe gedacht, ach, vielleicht mache ich eine rote. Dann hat mir da die Shape nicht gefallen, dann habe ich das wieder runtergemacht. Und jedes Mal, wenn man das runtermacht, ne, geht natürlich auch das Weiß mit ab. Ich musste das Weiß immer neu machen. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich mache eine Pause. Bin ich zurück von der Pause. Ich habe 3 Stunden Pause gemacht, habe zwischendurch was gegessen, hatte mir mit Strass einen wunderschönen Eyeliner geklebt und eine Lidfalte. Musste das auch alles wieder runter machen, weil das Weiß zu muddy geworden war. Es ist auch jetzt schon sehr pink, wie ihr sehen könnt. Und das ist der Moment, als ich vor der Kamera realisiere, dass das heute nichts wird. Das ist der Moment, wo ich realisiere, ich gebe jetzt auf. For today. Und hier bin ich am nächsten Tag offensichtlich bestens gelaunt. Ja, aber ich habe beschlossen, nicht aufzugeben, habe mir die Augenbrauen schon abgeklebt und werde jetzt einfach mit einem besseren Plan das alles nochmal machen. Ihr seht, die Haut am Auge ist schon ganz schön rot und geschwollen. Ja, kann man sehen. Ist alles ganz schön in Mitleidenschaft schon gezogen, aber ja, es geht weiter und ich gebe nicht auf. So, hier habe ich jetzt das Face schon getaped. Ich habe mir eine harsche Kontur und harsche Highlights ins Gesicht gemacht. Hier mache ich jetzt schon die ersten Takes mit dem neuen Gesicht quasi. Habe beschlossen, ich mache
anstelle des Herzens, anstelle des Cutouts mache ich so ein relativ klassisches Drag-Make-up, aber halt hart konturiert. Ne? Es soll ja auch Gaga-esque sein, es soll irgendwie zum Thema passen. Also ja, weiße Highlights, tiefe Kontur. Benutze hier den Kimchi Concealer in weiß und eine Elf-Kontur. Also nothing crazy, nothing special. Ich tape mir normalerweise das Gesicht nicht, aber für die Nummer hier heute habe ich es nochmal probiert. Ich habe ein Tape gefunden, was bei mir hält, was selten ist, weil normalerweise rutschen die Face-Tapes bei mir immer runter. Hier benutze ich die NYX, ist so ein NYX-Liner, den habe ich in meinem Best-of-Video, Jahresrückblick-Video Holy Grails schon besprochen, weil der wirklich hält wie Hulle, da geht nichts runter. Der hat auch nach 12 Stunden mit dem Zeug im Gesicht, hat ein paar Minuten Rubbeln mit Öl gedauert, bis das wieder runter war. Den Bart habe ich mit der Mitchell-Palette, mit dem Color Case weiß gemacht. Jetzt ist hier schon, ich bake mit weißem Puder, wie ihr sehen könnt. Benutze die Alice-Palette fürs Auge. Es hat sich jemand bei TikTok ein Tutorial fürs Auge gewünscht. Ich befürchte, das kann ich nicht liefern. Ich kann nur erzählen, welche Produkte ich benutzt habe. Ich habe ein Halo-Eye gemacht. Wie man das macht, könnt ihr in meinem Blue Sparkly Halo Eyes Video sehen. Das habe ich halt mit Rotshades gemacht aus der Alice-Palette. Hier setze ich gerade ein kleines Highlight noch. Ich glaube, ich habe 3 Rotshades benutzt. Den Space in der Mitte mache ich jetzt mit einem roten Schimmer aus der Be Perfect Carnival Interstellar Palette. Lege ich erstmal eine rote Reflexion drauf. Das ist so ein Cranberry-Himbeerton, ein bisschen wärmer. Und damit das dann aber diesen schönen Halo-Effekt behält, gehe ich da noch drauf mit 2 weiteren Shades. Einmal so einem orange-goldenen Shimmer-Shade und dann haben sie noch einen wirklich gelb-goldenen dabei, den setze ich jetzt gleich noch in die Mitte, damit es halt diesen geilen dreidimensionalen Effekt wieder bekommt, ne? Weil das ist ja das Schöne. Dann bin ich mit ein bisschen Schwarz ran, habe das Auge gelined rundrum, also habe einen schwarzen Eyeliner gezogen und bin nochmal mit Schwarz in die Tiefen auch rein, wie ihr hier sehen könnt. Dadurch ist das Ganze ein bisschen katziger geworden. Jetzt mache ich mir einen Blush, auch aus der Alice-Palette, einfach weil da alles drin ist. Ne? Da sind alle Töne drin. Ich gehe erst mit einem softeren Pink rein und mache alles ein wenig weicher, obwohl das ja echt ein harter Look ist, aber ja, um dann gleich mit Ratzekalle Rot da drüber zu gehen und mir das, was ihr am Ende im Video seht, passiert eben jetzt. Genau, wir gehen mit einem wirklich schweren Rot da rein, mit einem leichten Pink-Anteil auch erstmal. Und ich gehe jetzt hier noch mit der gleichen Blush-Brush nochmal über das, da seht ihr, wie ich mich freue, weil ich den Look schon echt jetzt ganz schön geil finde. Und bin mit der Blush-Brush einfach nur nochmal ins Auge gegangen, in den Innenwinkel, um da den Smoke quasi, der ums Auge liegt, in die Augenbraue reinzuziehen. Ja, das ist jetzt schon der nächste Take quasi mit dem Blush und dem Auge so weit fertig. Es kommen jetzt natürlich noch weitere Details. Es kommt noch eine Lippe, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier Brick genommen von MAC, das ist ein roter Liner, habe mir damit die Lippe ausgemalt, die ein bisschen einschattiert, habe aber keinen Lippenstift benutzt, weil ich genau die Shades, die ich auch am Auge und auf der Wange habe, auf der Lippe haben wollte. Und gehe da jetzt mit so einem kleinen, schmalen Eyeshadow-Brush rein und schattiere mir die eben aus, mit dem dunkelsten Shade an der Seite, werde heller in der Mitte. Ich mache jetzt auch die Highlighter, also die Shimmer-Shades, die ich auf dem Auge habe, die mache ich jetzt auf die Lippe für ein bisschen Dreidimensionalität, damit das alles quasi aus einem Guss ist. Und ich finde es jetzt schon wirklich einen echt geilen Look. I'm really fucking happy and proud. Man sieht es mir auch, glaube ich, an. In dem Take bin ich schon, I'm really feeling myself. Ja, ich mache jetzt noch die Last Steps, bevor es dann der finale Look ist. Ich klebe mir hier Bottom Lashes, die ich aus mehreren großen, also Upper Lid Lashes quasi rausgeschnitten habe, diese kleinen Spikes, und klebe mir die da an. Habe die Strasssteine schon geklebt in verschiedenen Größen. Und jetzt kommt The Big Reveal quasi zu dem ganzen Look. Ich habe meine Marcus Wigs aufgesetzt von Drag Race, die für den Nina Hagen Runway. Lashes sind drauf, oben und unten. Und es sieht einfach mega geil aus. I'm so fucking happy. Und es ist für mich einfach, ich bin so stolz, dass ich das nicht hingeschmissen habe, weil ich hatte natürlich nach dem ersten Abend wahnsinnige Selbstzweifel. Ne? Ich bin total frustriert nach Hause und habe gedacht, fuck me, warum ist das so schwierig, warum ist das so kompliziert, warum fällt das anderen Leuten einfacher und ich struggle hier so rum. Why is the struggle bus in town? Ja, das war anstrengend für mich,
Aber ja, ich bin super, super, super happy, super proud. Hier mache ich gerade Schnittbilder, damit man das nachher schön zusammenschneiden kann, weil ich natürlich auch weiß, dass meine W-Arm-Ärmel Transition Movements alles andere als akkurat waren. Deswegen kriege ich Schnittbilder, die ich dann später irgendwie dazwischen schneiden kann, um die Transitions smoother aussehen zu lassen. Ja, very funny. Ich popel mir in den Zähnen. Aber hey, was ich sagen wollte ist, I'm very fucking proud. Ich zeige euch jetzt gleich noch das finale Endergebnis mit Musik. Falls ihr Bock habt, können wir tatsächlich das nochmal auch als Tutorial machen, wenn es nötig ist. Aber ich glaube, ihr könnt euch das zusammenreimen, wenn ihr euch mein Halo Eyes Tutorial, das blaue Sparkly Eyes Tutorial anschaut, dann wisst ihr, wie die Technik geht und die Shades sind einfach die aus der Alice-Palette. So. Ihr Süßen, vielen Dank, dass ihr auch das wieder mit mir durchgestanden habt. Wir sehen uns nächste Woche. Ich habe euch lieb. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich für euch als nächstes machen soll. Wollt ihr Produkte getestet haben, dann sagt mir welche. Ich küsse euch. Bis dahin und jetzt kommt das finale Ding. Bussi! The category is... The very first sin was a woman who ate. A woman who ate. She served and licked the plates. She's mother, and mother fucking ate.